Hallo alle zusammen, ich heiße Chica und herzlich willkommen zu Cooking for Smiles. Zurzeit ist es zum Wohl aller empfohlen, zu Hause zu bleiben und nur für das Nötigste nach draußen zu gehen. In der aktuellen Situation kann es zunächst schwierig sein, ganz normal Lebensmittel zu kaufen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir mit den Lebensmitteln, die es im Kühlschrank gibt, auskommen. Unter diesen Umständen ist es eine gute Gelegenheit, ein neues Rezept zu entwickeln. Heute verwende ich japanische Nudeln. Das ist Udon. Udon ist eine Nudelsauce aus der japanischen Küche. Sie wird aus Weißmehl, Speisesalz und Wasser hergestellt. Normalerweise essen Japaner heiß oder kalt. Es wird typischerweise in einer Soße bestehend aus Sojasauce und einer Brühe serviert. Heute verwende ich Udon, um eine Pizza zu backen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich verwende Nudeln, um eine Pizza zu backen. Interessant, oder? Fangen wir an. Zuerst stelle ich die Zutaten vor. Das sind japanische Nudeln und sie sind Mini-Tomaten. Ich nutze 6 Mini-Tomaten. Dann Spinat. Ich nutze nicht alle, aber ja, vielleicht 2 Bündeln. Das ist der Käse. Dieser Käse besteht aus Sojamilch und Kokosöl. Da meine Familie an Laktoseintoleranz leidet, kann ich keine normalen Milchprodukte nutzen. Das ist Knoblauchsalz und Rainbow Pepper. Zuerst nehme ich die Nudeln aus dem Kühlschrank und lasse sie für ein paar Minuten auf dem Küchentisch liegen. So können sie sich auf Raumtemperatur erwärmen. Danach knete ich die Nudeln in der Packung, bis sie alle gut zusammenkleben. Es kann ein paar Minuten dauern. Am Ende sollte es so aussehen. Als nächstes schneide ich die Packung mit der Schere ungefähr 5 mm an, weil ich die Nudeln in der Mikrowelle erhitzen werde. 2 Minuten bei 600 Watt sollte genügen. Sie sind sehr heiß, bitte pass auf. Ich lasse sie hier abkühlen. Während des Abkühlens bereite ich den Belag vor. Fangen wir mit dem Spinat an. Den Spinat schneide ich in ungefähr 4 cm lange Streifen. Die Stängel verwende ich an einem anderen Tag.
Die Mini-Tomaten halbiere ich einfach. Mittlerweile ist der Nudelteig abgekühlt. Jetzt kann ich ihn wie einen klassischen Pizzateig zu einem Kreis formen. Hier nutze ich eine Plastikfolie, weil ich den Teig flacher drücken möchte. Der Teig sollte weniger als 1 cm dick sein, dann ist er bereit. Kommt der Belag darauf. Zuerst lege ich den geschnittenen Spinat auf den Teig. Danach kommen die Mini-Tomaten. Ich habe eine Zutat total vergessen. Die Würstchen schneide ich in ca. 5 mm große Stücke. Es darf auch größer sein. Ich würze alles mit etwas Knoblauchsalz und Pfeffer.
backe den Teig im Ofen für ca. 20 Minuten bei 200 Grad. Falls ihr einen Toaster habt, so geht das auch, weil die Nudeln schon in der Mikrowelle gekocht werden. Man kann auch in einer Pfanne eine Pizza backen, bis der Käse schmilzt. Jetzt wird es Zeit, die Pizza zu kosten. Die japanischen Udon-Nudeln kosten weniger als 1 Euro für 3 Packungen. Sie sind also günstiger als eine tiefgekühlte Pizza aus dem Supermarkt. Schnell, einfach und lecker. Was wollt ihr mehr? Sie ist sehr lecker. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!